In der Formel 1 erringt Rindt seine ersten Weltmeisterschaftspunkte 1965 am Nürburgring. Der Jochen hat halt alles fahren können, von Formel 2 über den Sportwagen bis zum Formel 1. Ne? Er war ein Fahrgenie, der hat sich eingesetzt in ein Auto und ist sofort am Limit gewesen. Der hat keine Anwärmphase braucht oder sich eine Gewöhnungsphase, nicht? Jochen ist sofort am Limit gewesen mit jedem Auto. Und es hat fürchterlich geregnet. Es waren auf der Straße Lacken und so weiter. Und der ist voll, wir fuhren mit einem BMW, voll da geradeaus. Und ich habe gesagt, sag einmal, Jochen, hast du schon mal was von Aquaplaning gehört? Sagt er, ja, was ist das? Hab ich gesagt, na, wenn du durch einen Lacken fährst und das Auto steht auf und fängt zu drehen an. Ne? Sagt er, du brauchst du nur das Lenkrad gerade halten, dann bist du durch die Lacken durch und fährst wieder geradeaus. Mein erstes Kennenlernen vom Jochen war bei einem Fahrerlehrgang in Kottingbrunn. Da hat der ÖSC einen Fahrerlehrgang gemacht und da war der Jochen Fahrlehrer. Er hat uns erklärt, wie man schnell fährt mit solchen Autos, weil das hat er ja von der Formel Junior und von der Formel 2 ja schon können. Und da bin ich mit einem VW-Käfer gefahren, weil ich da Rallye gefahren bin. Und bei einer Gruppe war der Jochen dann mein Trainer, also mein Fahrlehrer. Und da habe ich gesagt, Jochen, willst du nicht einmal mitfahren mit mir? Und da hat er gesagt, nein, mit dir brauche ich nicht mitfahren, du kannst das eh. Und wir haben das halt gelernt und ich selbst weiß ja, wie ich das erste Mal dort in Aspern war, ich mir gedacht, ich werde es nicht erlernen. Und ich habe es auch erlernt. Das war das erste Kennenlernen vom Jochen. Und dann sind wir uns praktisch immer über den Weg gelaufen. Ja, mit dem Jochen Rindt ist eigentlich der große Aufbruch im österreichischen Motorsport gekommen. Die Leute haben sich interessiert. Die Zeitungen haben plötzlich Platz gehabt für den Motorsport. Und der Heinz Brüller beim Express und ich beim Kurier, wir haben den Motorsport damals in den beiden Zeitungen betreut. Wir haben immer mehr Platz bekommen, weil die Herausgeber und Chefredakteure haben gesehen, da ist der Rindt, da ist ein neues Idol und wir sind zu allen Rennen gefahren, wo der Rindt gestartet ist. Also es war eine ungeheure Aufbruchsstimmung, die darin gegipfelt hat, dass plötzlich 2 Rennstrecken entstanden sind. Der Österreichring und der Salzburgring. 1967 ist er der Formel 1 Pechvogel, aber der Formel 2 König. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere war die Formel 2 die perfekte Formel für Jochen Rindt, weil ein Formel 2 Auto ein hervorragendes Leistungsgewicht hatte. Verglichen mit einem Formel 1 Auto war es wie ein Spielzeug. Es hatte weniger Power, weniger Gewicht. Es war sehr genau und ein ziemlich einfach zu fahrendes Auto. Und Jochens Überlegenheit, sag ich mal, in der Formel 2. Wir alle wussten, dass wir Jochen besiegen müssen. Sogar Jim Clark. Wir sind alle gemeinsam Rennen gefahren und waren eine wunderbare Gruppe. Er war immer schnell. Aber er ist so übermütig mit seinem Talent umgegangen. Er wusste einfach, dass er das Auto im Griff hatte und hat sich Freiheiten genommen. Man konnte sich in der Formel 2 Freiheiten nehmen, die man sich in der Formel 1 eben nicht nehmen konnte. Und er war zu diesem Zeitpunkt nicht besonders erfolgreich in der Formel 1. Er war da kein ernstzunehmender Gegner. Die Rede war immer nur von Graham und Jimmy und Jack und Danny und so weiter. Jackie X war gut in der Formel 2, aber eben nicht so gut wie Jochen. Naja, wie das so ist, auf der einen Seite war es wunderbar und auf der anderen Seite war es wirklich schlecht. Cooper hat heuer wirklich ein schlechtes Auto gemacht und das Auto war nicht nur zu langsam, es war auch nicht haltbar und ich bin nur 2 Grand Prix zu Ende gefahren und war jedes Mal Vierter. Und in der Formel 2 habe ich ein sehr gutes Auto gehabt. Ich habe einen Brabham Formel 2 mit einer Ford Cosmos Maschine gefahren und bin
bis auf ein einziges Rennen, wo ich durch Reifenschaden ausgeschieden bin, bei jedem Rennen zu Ende gefahren. Das heißt, dass ich in dieser Saison keinen einzigen mechanischen Schaden gehabt habe. Das sage ich, um Leuten das Wort zu nehmen, die glauben, dass ich den Cooper Maserati immer selbst kaputt fahre. Und ich bin bei diesen 14 oder 15 Rennen 9-mal Erster geworden, 4-mal Zweiter und 1-mal Fünfter. In der Formel 1 fehlt nur das richtige Auto. Ich habe Angebote von allen Firmen gehabt, ausgenommen Lotus und Honda. Und mir ist wirklich die Wahl offen gestanden, wo ich fahren möchte. Und ich habe rein gewählt nach der Güte des Autos und nach keinem anderen Aspekt. Reich wird Jochen bei Brabham nicht. Aber er fährt für den Weltmeisterstall der vergangenen 2 Jahre. Nach dem Todessturz Jimmy Clarks gilt Rindt für viele als neuer Thronanwärter. Er war erstaunlich. Er ist immer gedriftet. Das war noch spektakulärer. Damals haben die Reifen länger gehalten und deshalb konnte er ein ganzes Rennen im Drift fahren. Ich habe das nie verstanden, weil das nicht mein Fahrstil war. Trotzdem, jedes Mal dachte ich, er wird von der Strecke rutschen. Er wird sicher von der Strecke drehen, ganz sicher. Ist aber nie passiert. Er ist spektakulär gefahren, aber auch schnell. Ich merkte schon, wie er noch da anfing, in diese Sache reinzukommen, langsam auch mit seinen Siegen, dass er nachdenklich wurde. Nicht, wenn er sah, wie viel drauf ging dabei, es ging ja jedes Jahr immer 1, 2 von den Rennfahrern drauf. Also ich dachte auch mal, meine Güte, muss er sich das antun. Nicht? Ich erinnere mich noch an meine Mutter, die vor jedem Rennen also fürchterliche Angst gehabt hat. Und wir haben eigentlich alle Angst gehabt, weil wir gewusst haben, welches Risiko damit verbunden ist. 1968 ist Jim Clark am 7. April gestorben. Mike Spence ist am Wochenende des 7. Mai gestorben. Ludovico Scarfiotti verstarb im Juni. Und Joe Schlesser starb beim Grand Prix von Frankreich im Juli. Und im August, April, Mai, Juni, Juli und August 1968 sind wir am Nürburgring gefahren. Es war neblig und man konnte nicht einmal das Ende der Strecke sehen. Man konnte stellenweise vielleicht 150 Meter sehen. Und trotzdem wurde das Rennen gestartet. 4 Fahrer starben, einer pro Monat. Und noch mehr bis zum Ende des Jahres. Und plötzlich wachte ich auf. Die Passion geht weiter. Großer Preis von Deutschland. Und das Auto ist ganz gut, im Regen relativ kontrollierbar. Ich fahre natürlich lieber am Trockenen, aber wenn es regnet, kann man auch nichts machen. Jochen, welche Taktik wird für Sie gelten? Ja, ich möchte vor allem mal ein Rennen beenden und werde schauen, dass ich auf Nummer sicher fahre und möglichst schnell. Im Grand Prix von Europa ist Jochen Rindt eben durchs Ziel gekommen. Endlich hat der Brabham gehalten. Die Bedingungen waren kriminell. Da hat man keine Chance zu überholen, weil das mit Vernunft zu überholen. Er hat ja gewusst, da kann er jeden Augenblick draufgehen. Ne? Er hat gesagt, na, natürlich hat er Angst. Ne? Aber wenn er drin sitzt, nicht mehr. Ne? Er hat gesagt, das ist in dem Augenblick, wo er im Rennwagen drin sitzt, ist das weg. Der Jochen hat Angst gehabt, keine Frage. Nur es ging darum, diese Angst zu überwinden. Und das hat er können. Wenn er im Rennauto gesessen ist, dann hat es keine Angst gegeben und er war zu jeglichem Risiko bereit. Aber er hat sehr früh erkannt, was alles fehlläuft in der Formel 1. Wie gefährlich die Strecken sind, ja, und wie gefährlich die Autos sind. Und er hat ja damals mit Jackie Stewart eine Sicherheitskampagne eingeleitet. Stewart war derjenige, der nach einem sehr schweren Unfall eben in Spa, ich weiß nicht wie viele Minuten verkehrt im Auto gefangen war, das Benzin tropfte. Das heißt, es war eine Zeitbombe, niemand hatte einen Schraubenschlüssel, dass man das Lenkrad entfernen könnte.
Ich erinnere mich, als ich auf dem Boden des sogenannten medizinischen Zentrums lag, sah ich Zigarettenstummel auf dem Boden. Meine Haut hatte schon begonnen, sich von meinem Körper abzulösen, denn das hochoktanige Flugzeugbenzin, welches wir verwendeten, war sehr giftig. Es verätzte den ganzen Körper. Endlich wurde ich ins Spital in Liège gebracht. Der Krankenwagen war ein alter Cadillac. Es war kein richtiger Krankenwagen. Es gab eine Polizeieskorte, Motorräder. Die Eskorte verlor den Krankenwagen. Die Leute im Krankenwagen wussten den Weg nach Liège nicht. Sie haben sich verfahren. Ich war sauer. Und plötzlich war Jochen da. Jochen hat das alles erst später wahrgenommen und wurde dann zu einem guten Verbündeten. Das war die Zeit. Das war der Auslöser dafür. Der Unfall in Spa brachte endlich den Denkprozess in Gang. Der hat ja in weiterer Folge dann auch diese Sicherheitsvereinigung der Fahrer gegründet. Und da haben puritanische englische Journalisten wie der Dennis Jenkinson haben die beiden also quasi mit Häme überschüttet, weil sie gesagt haben, die zwei Herren, die wollen leben. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ne? Die Formel 1 ist Tod und Teufel und Geld. Und Jackie Stewart hat 68 am Nürburgring schon gesagt, was hat sich hier geändert seit Caracciolas Zeiten? Nur die Bäume wurden dicker. Nina ist immer vorbeigekommen. Und Nina war ein wunderschönes junges Model. Im Freibad in Reims trug sie kurze Hotpants und einen Bikini. Wir waren alle zusammen in immer den gleichen Hotels. Aber damals gab es keine Schwimmbäder in den Hotels. Deshalb mussten wir ins Freibad. Und als Nina mit ihrer finnischen Freundin namens Bebu auftauchte, die zwei waren unglaublich. Nina war mit Jochen zusammen. Darum ist Jochen plötzlich sehr beliebt geworden. Ich war sehr oft bei der Jochen Rindt Show. Er hat mich immer eingeladen und ich nahm die Einladung immer an, habe im Hotel Sacher übernachtet und habe Sacher-Torte gegessen. Und Nina war auch immer dabei. Und Lemmy, der Schneider, der Jochens Anzüge nähte, war auch immer dabei. Jochens Freunde waren alle dabei. Es war immer ein sehr schönes Wochenende bei der Jochen Rindt Show in Wien. Und wir haben also dort tolle Veranstaltungen gemacht, also englische Zeitungen. Die größte Rennwagenausstellung war ja ursprünglich in London. Und da haben englische Zeitungen geschrieben, die Wiener Autoshow hat also die Londoner Ausstellung bei weitem übertroffen. Jochen hat so tolle Autos gebracht, auch aus Amerika und diese ganzen Funny Cars und so weiter. Die Show war sehr gut. Es war das erste Mal, dass ein Rennfahrer so eine Show auf die Beine gestellt hatte. Das war typisch für Jochen. Noch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Er hatte einen Freund, der Juwelier war, und wir waren immer miteinander unterwegs. Das waren gute Zeiten. Bravo, Jochen. Dafür eine verdiente Erfrischung. Rennfahrer kennen keine Ruhe. Gestern auf den heißen Bahamas, heute beim harten Wintertest. Wir haben viel miteinander unternommen. Wir sind viel gereist. Jim Clark war ein sehr guter Freund. Wir waren gemeinsam auf Urlaub. Jochen und Nina, Jimmy und Sally Stokes. Helen und ich waren zusammen auf den Bermudas. Wir haben Squash und Golf gespielt. Wir haben einfach viel miteinander unternommen.
Wir sind auch ins Kino gegangen, nur wir zwei. Ins Autokino. Also zwei Kerle in einem Auto. Damals passierte so etwas nicht. Alle haben uns angestarrt. Zwei Kerle in einem Auto. Alle anderen hatten eine Freundin. Richtig erinnere, war das in der Nähe von Eisenstadt in Großhöflein. Da war eine damals Autogroßveranstaltung, da sind Autos halt im Gelände herumgefahren und da ist der Jochen eingeladen worden, dorthin zu fahren, weil er ein Mitglied des ERC 13 war, der dort Veranstalter war. Ich war auch eingeladen, dorthin zu kommen, ebenfalls dabei zu sein. Und da wurde der Jochen dann gebeten, mit einem Mini Cooper halt so eine Demonstrationsrunde zu fahren. Und da hat er sich hineingesetzt, hat seine Frau und eine Bekannte noch mitgenommen. Also zu dritt sind sie in dem Auto gefahren und wollte halt wahrscheinlich irgendjemandem irgendetwas zeigen. Und bei dem Zeigen ist das Auto halt umgekippt. Ziemlich im Zeitlupentempo. Es war für die Nina vielleicht nicht unbedingt sehr angenehm, weil die Nina damals schon in anderen Umständen war. Und die war nicht erfreut. Also die hat ordentlich geschimpft und der war sehr kleinlaut dann, der Jochen. Aber passiert ist passiert. Also, es ist eh nichts passiert, aber das Auto ist einfach umgefallen. Das ist so wie halt 500er Buchs oder Käfer damals auch hin und wieder umgefallen sind. Der Wintersport war in der Familie sehr üblich. Das heißt, der Jochen hat dann auch einmal am Anfang einen Skikurs absolviert, wie er noch ganz klein war. Und dann ist das wie von selber gegangen. Er war dann auch mit dem Molterer befreundet. Der war ja damals ein großes Skiass neben dem Toni Seiler. Und der hat ihn eigentlich bewegen wollen, dass er den Skisport als Beruf nimmt, ne, wählt. Und das hat er dann doch nicht gemacht, weil ihm das Rennen eben, der Autosport wichtiger war. Wie der Jochen eröffnet hat, er wird für Lotus fahren, habe ich gesagt, aber du weißt schon, was da alles bricht ständig. Und weil Jimmy Clark verunglückte, bekam Jochen die Chance, in der Formel 1 für Lotus zu fahren. Der Lotus war ein fantastisches Auto. Und ich hatte den Matra MS80, auch ein fantastisches Auto. Also ich glaube, dass 1969 das Jahr war, in dem Jochen wirklich erwachsen wurde. Der Lotus erfordert ein 100%ig genaues Fahren. Das heißt, wenn man mal in die Kurve hineingefahren ist, muss man richtig sein. Das heißt, man darf nicht zu früh und nicht zu spät fahren, denn er vertragt keine Korrektur. Das Auto ist so weich, dass wenn man es korrigiert, es sofort zum Schwingen anfängt und man entweder seitwärts steht und sehr viel langsamer wird oder man auch hinausfliegt. Der Colin Chapman war ein Grenzgänger, ein Reißbrett-Hasardeur. Er hat tolle Ideen gehabt, die haben seine Konstrukteure dann umgesetzt und sie haben das Risiko natürlich bis zum letzten ausgereizt. Und Lotus war statistisch gesehen jene Marke, wo die meisten Materialdefekte waren. Wenn man dann liest, dass diese Wagen, also die Rennwagen, immer bis zum letzten ausgeknetet werden, was Gewicht und was die Berechnung der Schrauben oder was auch immer anbetrifft,
Ich sage, muss das sein. Und er wurde auch ein bisschen nachdenklicher. Das Grundproblem war, dass er zu Lotus kein Vertrauen hatte. Und das macht es natürlich extrem schwer. In Levin stürzt Jochen wegen Bremsdefekts. Am Nürburgring brechen die Querlenker. Auf der anderen Seite war Colin Chapman ein Genie und war aber nicht nur ein Genie, er konnte auch rhetorisch seine Fahrer immer wieder, ich würde fast sagen, einlullen. Und er hat diese Grundbedenken, die Jochen gegen dieses Auto, gegen dieses Team hatte, immer wieder wegwischen. Und damals wurde einfach gebastelt. Das war die Zeit, wo man mit der Kreide am Garagentor etwas konstruiert hat. Es war die Zeit, wo die sogenannten Konstrukteure nicht die Ausbildung gehabt haben, die man in späteren Generationen gehabt hat. Wenn etwas gebrochen ist, wurde es einfach verstärkt. Und die Rennfahrer waren bessere Testdummies. Naja, bis jetzt ist immer schief gegangen, vielleicht wird es einmal besser gehen. Dann kann ich auch nichts machen. Aber Jochen bekam ein technisches Problem 1969 in Barcelona, wo er einen schweren Unfall hatte. Einen schrecklichen Unfall. Ich bin circa in 10 Sekunden in Führung gelegen und bin über den Hügel drüber gefahren, bei dem auch Graham Hill schon verunglückt ist. Sicher, ich habe nicht den Unfall gesehen und habe auch Graham gefragt und habe also mit Handzeichen und habe auch die Boxen gefragt, was passiert ist. Mir wurde aber weiter nichts gesagt. Und da habe ich angenommen, dass ihm nichts Gefährliches passiert ist. Also sagen wir, dass ihm nichts am Auto gebrochen ist, sondern dass irgendwie das beim Überholen wird eher zusammengestoßen ist oder so irgendetwas. Ich weiß nicht, was es war. Es ist schwer zu sagen. Irgendetwas ist mit dem Auto schiefgelaufen und er ist auf mein Auto aufgefahren. Graham Hill hatte den gleichen Unfall, Joe Siffert hatte den gleichen Unfall in der gleichen Kurve mit dem gleichen Problem, mit den Flügeln. Urplötzlich ist das Heck des Autos nach rechts ausgebrochen, hat die Leitplanken berührt, die dort Gott sei Dank waren, weil sonst wäre ich tot. Und dann ist er entlang der Leitplanken gegangen, bis ich auf Grahams Auto aufgefahren bin. Und dann hat sich das Auto überschlagen. Ich habe ihm aus dem Auto geholfen und ich habe mit ihm gesprochen. Es war sehr viel Benzin, wir haben alles abgedreht. Haben ihn auf eine Bahre gelegt. Er blutete sehr schlimm von der Nase. Schwer zu sagen, was noch mit ihm los war, aber er konnte stehen und natürlich war er auch etwas benommen. Hat er irgendwas gesagt? Ja, er sagte Scheiße. Und er konnte nicht verstehen, wieso alle Autos solche ähnlichen Unfälle haben konnten. Er war sehr zornig darüber. Und wie sich dann herausgestellt hat, sind bei ihm und bei mir die Flügel abgebrochen. Diese Flügel sind überhaupt, also in meinen Augen, ein Wahnsinn und sollten auf Rennautos nicht erlaubt sein. Und dann kommt der Punkt, was ist, wenn die Flügel auf einmal in die verkehrte Richtung arbeiten, wie bei mir gestern, ne? Dann fliegt das Auto praktisch. Ja, aber um in Chapman irgendeine Weisheit reinzukriegen in den Schädel, ist ja unmöglich. Jochen, haben Sie gestern irgendwie das Vertrauen zu Lotus verloren? Ich habe zu Lotus noch nie ein Vertrauen gehabt. Sondern ein Geschäftsverhältnis, ja? Reines, ja. Ich glaube, es muss jetzt jeder einsehen, dass es auf gewissen Stellen wirklich nur die Leitplanke als Sicherungsmaßnahme gibt. Ohne diese Leitplanken wären bestimmt, also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit heute 2 Grand Prix-Fahrer weniger. Und große Hoffnung für den Grand Prix der USA. Watkins kennt sich das Rennen, das jeder gewinnen möchte, weil das sind $50.000 für den ersten Platz. Die Allianz Chapman Ring wird neu geschweißt. Naja, ich war nach dem
Trainingsschnellster und diesmal hat das Auto gehalten eigentlich. Das ist in kurzen Worten die ganze Story. Und ich habe mich eigentlich erst in der letzten Runde, habe ich mich erst getraut, daran zu denken, dass das Auto jetzt wirklich durchhalten wird mit meinem Pech. Ne? Und dann war leider der Grahams-Unfall und das hat die ganze Sache natürlich nicht so lustig gemacht. Die Automobilweltmeisterschaft ist das wahrscheinlich heißest umkämpfte Championat der Sportwelt, vielleicht die härteste Art Wettbewerb überhaupt. Der Titelkampf 1970, der 21. der Geschichte. In Madrid-Jarama fährt Jochen erstmals den Lotus 72, Colin Chapmans neue Wunderwaffe mit seitlichen Kühlern und vorn innenliegenden Bremsscheiben. Nun, Jochen ist natürlich ein fantastischer Fahrer. Ich glaube, er ist der Beste der Welt. Es liegt jetzt an uns, ihm ein Auto zu liefern, das gut genug ist, um das zu beweisen. Die erste Trainingserfahrung ist bös. Großes Glück gehabt. Was passiert ist der linke Halbachse vorne, die also eben da ist, um die Verbindung zwischen dem Rad und der Bremsscheibe herzustellen, ist gebrochen und dadurch hat das Auto nach rechts verrissen und das Auto sich dann gedreht und ist mit viel Glück praktisch zu stehen gekommen, einen halben Meter vor der Leitplanke. Ihre Zuversicht mit dem neuen Lotus 72 hat aber nicht gelitten. Naja, dass bei dem Auto irgendwas schief gehen wird, ist klar. Der Druck dieser Saison 1970 war schon sehr groß. Er hat geführt in der Weltmeisterschaft, hat gewusst, ganz Österreich steht hinter ihm, oder in Österreich gab es eine Rindmania damals. Es hat ihn schon belastet. Vielleicht war der Bernie Ecclestone der Anstoß, dass dem Jochen das Geld immer wertvoller wurde. Er hat den Bernie kennengelernt, kann mich erinnern, da hat er erzählt, einmal in Wien, da habe ich kennengelernt, den Bernie Ecclestone, der ist ein Gambler, der macht Millionen, der hat überall seine Finger drin und ich spiele mit ihm immer Backgammon und der will mich managen und der Bernie wurde dann sowas wie ein Manager von ihm, obwohl der Rind immer gesagt hat, ich manage mich selber, aber der Bernie hat ihm Ratschläge gegeben. Er hat keinen Manager gehabt, er hat sich selbst gemanagt, er konnte mit seinem Vermögen eigentlich sehr geschickt umgehen. Also er war ein kaufmännisches Naturtalent, das kann man schon so sagen. Und er war so lieb damals noch, das war noch vor 70, da hat er mich über seine Gewürzmühle immer mit 200 D-Mark im Monat unterstützt im Studium. Da haben wir eine ganze Schippe 1000 da zugesteckt. Ne? Das war ein Vermögen für mich damals. Ne? Ich habe gesagt, da hast du Geld. Die rund 100.000 Zuschauer, unter ihnen das Fürstenpaar von Monaco und Filmstar Kirk Douglas, erleben diese einmalige Rennatmosphäre und blicken gespannt hinunter auf die Rennstrecke. Wir sind um 7 in der Früh schon im Fürstentum oben gewesen und da haben wir gesehen, da war ein Kameramann fahren, der was die Zielkurven filmt. Das war ein Traumplatz. Jetzt haben wir da selber mal Flaschen Wein getrunken, weil es geregnet hat, was so kalt. Dann haben wir eine zweite gekauft und haben dann gesagt, dürfen wir uns zur Tür hinstellen, nur einen Start anschauen. Nicht? Der Jochen hat fast alle Rennen immer mit absolut letzten Einsatz absolviert. Und dieses Rennen, da ist ganz Monte Carlo ist gestanden, da ist niemand mehr auf den Sitzen gewesen. Wir waren ja bald runtergefallen über die Mauer. Nicht? Ist ja runtergesprungen beim Casino vorbei, da oben, das Bergabstück, so der Tip-Top-Bau da oben. Nicht? Das war ein Wahnsinn. In die letzte Kurve hinein, Ring bleibt lange am Gas stehen, nimmt die Fahrt nicht zurück, schießt nun vorbei am Brabham und Brabham fährt nun dort hinein in die Leitplanken. Der Weg ist frei für Jochen Rindt. Jochen Rindt nochmals hinausgeschaltet, nur mit großer Geschwindigkeit raus herunter die Geraden und im Ziel. Zweiter Grand Prix-Sieg für den Österreicher Jochen Rindt, der heute das Rennen seines Lebens
gefahren ist. Das war, als hätte er Fliehkraft und alles aufgehoben. Der war in dem Feld eine absolute Klasse für sich. Ich habe immer noch ein Foto von mir mitten auf der Strecke bei den Boxen. Jochen hatte gerade Jack Brabham in der letzten Kurve der letzten Runde überholt. Ich war damit beschäftigt, Jochen zuzujubeln, weil er mein Freund war. Es war spannend. In der letzten Haarnadel hat er sich verbremst und ich war neben ihm und er ist geradeaus gefahren und ich bin um die Kurven gekommen. Mit der Karambolage habe ich nichts zu tun gehabt, aber seine Nerven haben sicherlich versagt. Ich werde nie vergessen, wie Ronnie vorbeiging, als ich Jochen zujubelte, weil Jack direkt in die Strohballen gefahren ist, in der Gasometerkurve. Ich jubelte, aber er hat wirklich mit mir geschimpft. Er hat mich einen Scheißkerl genannt. Aber ich habe Jochen weiter zugejubelt. Das war ein Rennen, das er nie hätte gewinnen sollen. Brabham hätte einfach gewinnen müssen. Aber Brabham hatte die ganze Nacht durchgearbeitet, um einen Motor auszuwechseln. Ein Formel-1-Weltmeister, der seinen eigenen Motor selbst auswechselt, zusammen mit dem australischen Rennfahrer Frank Gardner. Die zwei haben den Motor ausgewechselt und er hat nur 2 oder 3 Stunden geschlafen. Er hat einfach einen gewaltigen Fehler gemacht. In der letzten Kurve, in der letzten Runde. Damals war die Monte-Carlo-Rennstrecke viel länger, als sie heute ist und wahrscheinlich auch viel anstrengender. Und ich glaube, Brabham hatte einfach die Konzentration verloren. Und natürlich, weil Jochen so knapp hinter ihm war. Wie er rausgerutscht ist, hat Jochen gewonnen. Ein riesiger Erfolg für Jochen. Ja, ich glaube, es ist sicher eines der wenigen Rennen, die in der letzten Kurve gewonnen ist. Wahnsinn. Also ich habe mir noch nie gedacht, der Rennen ist spannend, aber ich habe mir gedacht, boom, jetzt wird es richtig spannend. Das war so eine 50-50 Chance, dass ich ihn erwische oder dass ich ihn nicht erwische. Und ich muss sagen, ich war selbst sehr aufgeregt. Sie sind jetzt Dritter in der Weltmeisterschaft mit 9 Punkten. Ja, das ist das Beste überhaupt. You know we're third in the championship. Wirklich? Gut. Der Rest der Saison kann jetzt kommen. Stewart, Brabham und Jochen haben eins gewonnen. Und jetzt werden wir versuchen, das Jahr ganz oben zu beenden. Die Weltmeisterschaft ist ziemlich offen. Das ist sehr harte Konkurrenz und also, wer da gewinnen will, der muss sehr, sehr hart kämpfen und muss auch viel Glück haben. Ja, das war der Jochen. Wenn es darauf ankam, hat er immer noch Reserven gehabt. Aber es war der Lotus 49 und es war nicht der 72er, den es damals schon gegeben hat, aber der noch unreif war. Und der Rindt hat sich geweigert, den zu fahren. Auch eine der Streitphasen zwischen ihm und Chapman. Dann kommt Zandvoort. Ja, in Zandvoort ist sein Freund Piers Courage tödlich verunglückt und verbrannt. Das war die Zeit der furchtbaren Unfälle. Und wenn man damals Formel-1-Reporter war, das war wie Kriegsberichterstattung. Nicht? Das ist ständig etwas passiert. Und der Jochen war damals wirklich, also er war zerstört und tagelang hat er sich mit den Gedanken getragen, einfach aufzuhören. Was zeigt, dass er doch galt ihm als cool und kaltschnäuzig, das war er. Aber er war trotzdem sehr sensibel. Rindts erster Lotus 72 Sieg bringt ihm nicht die geringste Freude. Das ist fürchterlich. Ne? Der Unfall ist ja hinter mir passiert und ich habe in der nächsten Runde das brennende Auto gesehen und die ganze Umgebung hat gebrannt. Es war ein sehr, sehr schweres Rennen. Die Strecke da hier verändert sich da und man muss sehr, sehr konzentriert fahren. Und es ist natürlich nicht leicht nach so einem Unfall, sich eben zu konzentrieren. In dieser Saison 70 hat er mir einmal gesagt, das Auto ist so überlegen und im Laufe der Jahre habe ich diesen Jugendirrsinn und dieses Risiko ersetzt du dann durch eine gewisse Reife. Und ich muss nicht mehr so viel riskieren wie in den Jahren zuvor. Er hat sich gedanklich schon auf die sichere Seite konzentriert, aber er war immer noch schnell genug. Das Auto ist ein super Auto. Es ist bei weitem das beste Rennauto, das momentan existiert. Nächster Weltmeisterschaftslauf
Hockenheim. Menschenmauern, Menschenmassen hier in Hockenheim. Jochen erfolgreich gelungen, die Schallmauer der 2 Minuten in Hockenheim zu durchbrechen. Ja, die Ferraris werden sehr, sehr schnell sein und ich werde versuchen, mich bei ihnen anzuhängen. Das heißt, Ihre Taktik ist ja nicht mit aller Gewalt jetzt zu gewinnen, sondern Punkte zu sammeln. Ja, schon, aber besser als gewinnen. Ne? Unten ist das große Herrschjahr zu Ende. Jochen Rindt als Sieger abgewunken im Traum. Ein wundervolles Rennen gefahren. Der Dank gebührt auch Colin Chapman. I was halfway across the track watching it on the finish line. Colin Chapman stand Wir haben uns vor dem Rennen ausgemacht, wo wir überholen. Das heißt, ich habe ihn überholt, er hat mich überholt. Und einmal hat mich sogar der Relegation überholt. Und das war dann sehr gefährlich, weil er ist dann sehr langsam gefahren, sodass der Jackie Hicks davon kommt. Komischerweise gab es, ich weiß nicht, war das 14 Tage oder eine Woche vor dem tragischen Unfall in Monza, habe ich mich mit ihm am Traunsee getroffen, wo sein Freund Köchert ein wunderschönes Anwesen hat. Und da hatte er schon, ich würde es nicht Todesahnungen nennen, aber es war ihm plötzlich das Risiko zu hoch. Er sah, dass im Verhältnis, was er als Fahrer ausrichten kann, wenn etwas an der Technik schief geht, er machtlos ist. Und das hat ihn gedanklich schon sehr beschäftigt. Er ging ja auch, und wenn man das so im Nachhinein auch alles folgt, immer bis an die Grenze ran. Er hat ja, also muss ich sagen, das Risiko manchmal geradezu herausgefordert. Ne? Also, und mir war, also muss ich ehrlich sagen, manchmal wollte ich auch nicht hingucken da, weil das war mir zu, wissen Sie, und dann sah sie diese Spinnenbeinchen, die da alle in den Rädern wackelten da und so. Das, wenn Sie selbst Ingenieur sind und sagen, was da für Fliehkräfte und Kräfte auf dieser ganzen Kinematik drauf wirken, dachte ich auch, meine Güte, hoffentlich geht das immer gut. Ne? Wir haben noch nicht einen wirklich guten Motor drinnen und ich bin zuerst mit Flügel gefahren, dann haben wir irgendeine Benzinleitungsschwierigkeiten gehabt und jetzt haben wir den Flügel weggegeben und das Auto ist ohne Flügel viel, viel schneller. Doch leider haben wir noch immer die Benzinleitungsschwierigkeiten und ich war selbst mit einem Motor, der nicht reingegangen ist, habe ich selbst noch 25,7 fahren können. Und außerdem war das Getriebe viel zu kurz übersetzt, also ich bin sehr zuversichtlich. Vor der Parabolika-Brücke beim Anbremsen passierte das Unglück. Jochen floß 72 km schleudern und fuhr mit etwa 220 km pro Stunde in die Leitplanke. Ich habe Monza nie wirklich gemocht und Jochen auch nicht. Peter Gethin hat mich zu seinem Auto gebeten und ich ging zu ihm. Er sagte zu mir, es gab einen schweren Unfall in der Parabolika-Kurve. Ich glaube, es ist Jochen. Meine Frage war, geht es ihm gut? Mit geht es ihm gut meinte ich, lebt er noch? Ich bin zum Tower gegangen, um mit dem Rennleiter zu sprechen. Und ich fragte ihn, ob mit Jochen alles in Ordnung sei. Er sagte, ja, ich glaube schon, aber auf eine sehr ablehnende Art und Weise. Ich fragte, wo ist er und wohin bringt man ihn? Und ist er okay? Ich ahnte, dass etwas Schreckliches passiert war. Er wollte nicht darüber sprechen.
Erst später erfuhr ich, dass wenn ein Rennfahrer in Italien auf einer Rennstrecke stirbt, das ganze Rennen abgesagt werden muss. Deswegen stirbt kein Rennfahrer auf einer italienischen Rennstrecke. Weder auf der Strecke noch im Streckenspital. Sie starben immer im Krankenhaus oder auf dem Weg dorthin. Aber das wusste ich damals nicht. Sie wollten nicht sagen, wie es Jochen ging, aber ich wusste, dass es schlimm war. Und ich hoffte. Glauben Sie mir, ich war genauso bestürzt wie alle anderen. Aber ich bin keine Ehefrau oder Mutter. Und zu diesem Zeitpunkt war Natascha schon geboren. Ich hatte bereits mehr gesehen, mehr als man je sehen sollte. Die Auswirkungen und Folgen von schweren Unfällen. Es war so unverantwortlich und gefährlich, was da passierte. Es gab keine Notversorgung. Es war so unverantwortlich, dass keiner etwas dagegen unternahm. Ich habe mich umgeschaut, ob ich jemanden finde. Und plötzlich habe ich Jochen gesehen. Er ist im Freien gelegen. Er war ganz alleine. Es war niemand bei ihm. Er war hinten auf einem Volkswagen, einem Pickup. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Das hat ziemlich lange gedauert. Und dann wurde mir erst klar, dass Jochen tot ist. And then I realized that Jochen must be dead. So viele Erinnerungen und Gedanken an Jochen, was Jochen sein wollte und was er erreichen wollte. Was er am meisten wollte, war Weltmeister werden, was er erreichte, aber nicht mehr erlebte. Das Lotus-Chassis war ein Blechkastel-Chassis. Das hast ja mit einem Fußtritt hast du das ja deformieren können. Wenn er ein Kohlefaser-Chassis gehabt hätte,
Und das wäre passiert, dann war er an die Boxen zurückgelaufen und hätte den Chapman eine Ohrfeige gegeben und hat gesagt, jetzt bringe ich euch um. Aber es wäre ihm nichts passiert. Aber damals diese Monocoques, das war Alublech. Wie ein Silberpapier von einer Schokolade bekommen.